Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu werden? Lass uns anfangen. Hi Liam, wie geht es dir heute? Hi Mia, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Heute möchte ich über den Second-Hand-Markt sprechen. Weißt du, was das ist? Ja, das weiß ich. Der Second-Hand-Markt ist ein Ort, an dem Menschen gebrauchte Gegenstände kaufen und verkaufen. Er unterscheidet sich von neuen Geschäften, weil die Artikel nicht neu sind. Sie sind vorbesessen. Das ist richtig. Ich mag den Second-Hand-Markt, weil er günstig und umweltfreundlich ist. Viele Menschen verkaufen Dinge, die sie nicht mehr brauchen, und andere können sie zu einem niedrigen Preis kaufen. Da stimme ich zu. Ich besuche oft Second-Hand-Läden und Flohmärkte. Ich habe dort viele gute Sachen gefunden, wie Kleidung, Bücher und Möbel. Ich besuche diese Orte auch. Letzte Woche war ich auf einem Flohmarkt und habe ein schönes Kleid zu einem sehr niedrigen Preis gekauft. Es hat nur 5 Euro gekostet. Das ist ein tolles Schnäppchen. Ich habe einmal ein paar Schuhe für 10 Euro in einem Second-Hand-Läden gekauft. Sie waren fast neu und sehr bequem. Second-Hand-Artikel können von sehr hoher Qualität sein. Viele Menschen kümmern sich gut um ihre Dinge, sodass selbst wenn ein Artikel gebraucht ist, er immer noch in hervorragendem Zustand sein kann. Ja, und der Kauf von Second-Hand hilft der Umwelt. Es verringert Abfall und bedeutet, dass weniger neue Artikel hergestellt werden. Das ist besser für unseren Planeten. Diese Idee gefällt mir. Wenn ich Secondhand kaufe, habe ich das Gefühl, dass ich der Erde helfe. Ich finde auch, dass viele Secondhand-Artikel einzigartig sind. Man kann Dinge finden, die in normalen Geschäften nicht erhältlich sind. Das stimmt. Ich habe einmal eine Vintage-Lampe in einem Second-Hand-Läden gefunden. Sie war ganz anders als moderne Lampen und sah wirklich cool in meinem Zimmer aus. Vintage-Artikel sind sehr beliebt. Viele Menschen lieben es, alte Möbel oder Retro-Kleidung zu kaufen, weil sie besonders sind und eine Geschichte erzählen. Genau. Manche Menschen sammeln sogar Second-Hand-Artikel. Sie genießen die Geschichte hinter jedem Stück. Ich habe einen Freund, der alte Münzen und Briefmarken sammelt. Er verbringt viel Zeit auf Flohmärkten auf der Suche nach seltenen Gegenständen. Das klingt interessant. Ich habe nie Münzen oder Briefmarken gesammelt, aber ich habe darüber nachgedacht, Vintage-Postkarten zu sammeln. Das ist eine schöne Idee. Vintage-Postkarten sind wunderschön und erinnern uns an die Vergangenheit. Ja, sie sind sehr künstlerisch. Ich schaue auch gerne alte Bücher an. Manchmal findet man ein Buch, das nicht mehr im Druck ist und sehr besonders ist. Ich liebe alte Bücher auch. Sie haben einen einzigartigen Geruch und ein besonderes Gefühl. Ich besuche oft Second-Hand-Buchläden, um interessante Romane zu finden. Second-Hand-Buchläden sind meine Favoriten. Ich kann Stunden damit verbringen, zu lesen und verschiedene Bücher anzusehen. Es ist sehr entspannend. Da stimme ich zu. Ein weiterer Grund, warum ich den Second-Hand-Markt mag, ist, dass er sehr erschwinglich ist. Ich kann viele Dinge kaufen, ohne zu viel Geld auszugeben. Ja, das ist eines der besten Dinge daran. Ich kaufe oft Kleidung, Küchenartikel und sogar kleine Geräte zu niedrigen Preisen. Ich habe einmal einen gebrauchten Mixer in einem Second-Hand-Läden gekauft. Er hat nur 15 Euro gekostet und funktioniert einwandfrei. Das ist ein tolles Beispiel. Viele Menschen denken, dass Second-Hand-Artikel kaputt oder von minderer Qualität sind, aber das ist nicht wahr. Viele Artikel sind genauso gut wie neu.
Ich achte immer auf den Zustand der Artikel, bevor ich sie kaufe. Meistens sind sie sauber und gut gepflegt. Das mache ich auch. Ich frage auch gerne den Verkäufer nach der Geschichte des Artikels. Manchmal erfahre ich interessante Fakten. Ja, mit dem Verkäufer zu sprechen, macht das Einkaufserlebnis persönlicher. Ich habe das Gefühl, Teil einer Gemeinschaft zu sein. Ich habe viele freundliche Menschen auf Flohmärkten getroffen. Es ist schön, Geschichten auszutauschen und von anderen zu lernen. Das genieße ich auch. Es macht das Einkaufen unterhaltsamer und weniger stressig. Ich fühle mich nie gehetzt in einem Secondhand-Läden. Das stimmt. Die Atmosphäre ist normalerweise ruhig und entspannt. Ich kann mir Zeit nehmen, um alles anzusehen. Manchmal feilsche ich sogar mit den Verkäufern. Es macht Spaß, einen niedrigeren Preis auszuhandeln. Ich feilsche auch gerne, aber ich achte immer darauf, höflich zu sein. Ich respektiere den Preis des Verkäufers, auch wenn ich versuche zu verhandeln. Ja, höflich zu sein ist sehr wichtig. Ich sage immer Danke und Bitte, wenn ich um einen Rabatt bitte. Das mache ich auch. Es macht das Einkaufserlebnis angenehm für sowohl Käufer als auch Verkäufer. Ich habe viel gelernt, indem ich Second-Hand-Märkte besucht habe. Ich habe gelernt, geduldig zu sein, sorgfältig auf die Artikel zu achten und den Wert gebrauchter Dinge zu schätzen. Ich habe ähnliche Lektionen gelernt. Ich bevorzuge es jetzt, Second-Hand-Artikel zu kaufen, wann immer ich kann. Es ist gut für meinen Geldbeutel und gut für den Planeten. Ich fühle mich genauso. Jedes Mal, wenn ich Secondhand kaufe, weiß ich, dass ich eine kluge Wahl treffe. Ich mag auch, dass viele Second-Hand-Artikel einzigartig sind. Ich kann ein Kleid oder ein Möbelstück finden, das niemand sonst hat. Das ist eines der besten Dinge am Second-Gen-Shopping. Ich hasse es, die gleichen Kleidungsstücke wie alle anderen zu tragen, also liebe ich es, etwas Besonderes und anderes zu finden. Ja, einzigartige Artikel verleihen meinem Zuhause und meiner Garderobe eine persönliche Note. Ich mixe gerne Vintage und moderne Stile. Das mache ich auch. Mein Zimmer hat eine Mischung aus alten und neuen Möbeln und es sieht sehr interessant aus. Ich denke, dass Second-Gen-Shopping eine großartige Möglichkeit ist, meine Persönlichkeit auszudrücken. Jeder Artikel hat eine Geschichte und eine Vergangenheit. Ich stimme zu. Jedes Mal, wenn ich meine Vintage-Lampe oder mein altes Buch anschaue, erinnere ich mich daran, wo ich es gefunden habe und an den freundlichen Verkäufer, den ich getroffen habe. Das stimmt absolut. Ich erzähle oft meinen Freunden von den großartigen Dingen, die ich auf dem Flohmarkt gefunden habe. Das macht mich stolz auf meine Entscheidungen. Ich fühle mich genauso. Manchmal lade ich meine Freunde ein, mit mir Secondhand shoppen zu gehen. Es macht Spaß, die Erfahrung zu teilen. Ich würde gerne eines Tages mit dir gehen. Vielleicht können wir einen Besuch auf einem Flohmarkt zusammen planen. Das ist eine großartige Idee. Ich kenne ein paar gute Märkte in unserer Stadt. Wir können an einem Samstagmorgen gehen und den Tag mit Erkunden verbringen. Ich freue mich darauf. Ich gehe immer gerne mit Freunden einkaufen. Es macht das Erlebnis noch angenehmer. Ja, und wir können unsere Funde vergleichen und Tipps zum Feilschen und zur Auswahl der besten Artikel austauschen. Das klingt nach viel Spaß. Ich bin gespannt, unseren Second-Hand-Einkaufsflug zu planen. Ich auch. Ich werde den Zeitplan für den nächsten Flohmarkt überprüfen und dir Bescheid geben. Bitte mach das. Ich möchte wirklich sehen, welche neuen Artikel verfügbar sind. Ich finde immer etwas Interessantes auf diesen Märkten. Ich stimme zu. Jedes Mal, wenn ich einen Second-Hand-Läden besuche,
entdecke ich etwas Neues und Einzigartiges. Es ist wie eine Schatzsuche. Ich liebe Schatzsuchen. Sie machen das Einkaufen zu einem Abenteuer. Ich gehe oft an den Wochenenden auf Flohmärkte genau aus diesem Grund. Ich mache das auch. Ich wache am Samstag früh auf, trinke eine Tasse Kaffee und gehe dann zum Markt. Es ist meine Lieblingsbeschäftigung am Wochenende. Manchmal nehme ich meine Kamera mit, um Bilder von interessanten Artikeln zu machen. Die alten Möbel und Vintagekleidung sehen sehr schön aus. Das ist eine großartige Idee. Ich habe auch viele Fotos auf dem Markt gemacht. Es macht Spaß, den Moment festzuhalten. Ich skizziere auch einige Artikel, wenn ich nach Hause komme. Das inspiriert mich, kreativ zu sein. Skizzieren ist ein wunderbares Hobby. Ich schreibe gerne Kurzgeschichten über die Artikel, die ich kaufe, und stelle mir ihre vergangenen Leben vor. Das ist sehr kreativ. Jeder Artikel hat eine Geschichte und es macht Spaß, darüber nachzudenken, woher er kommt. Ja, ich glaube, dass Secondhand-Artikel uns mit der Vergangenheit verbinden. Sie erinnern uns daran, dass alles einen Wert hat, auch wenn es gebraucht ist. Ich fühle das Gleiche. Ich bin stolz darauf, den Second-Hand-Markt zu unterstützen. Es ist gut für meinen Geldbeutel, gut für die Umwelt und gut für meine Kreativität. Ich stimme dir vollkommen zu. Ich werde immer Secondhand wählen, wenn ich kann. Das macht mich zu einem klugen Käufer und einem verantwortungsbewussten Bürger. Danke, dass du heute mit mir gesprochen hast, Liam. Ich habe unser Gespräch über den Second-Hand-Markt genossen. Ich habe viel gelernt und fühle mich inspiriert, mehr Flohmärkte zu besuchen. Danke, Mia. Ich habe unser Gespräch auch genossen. Es ist immer schön, Ideen und Erfahrungen mit einem Freund zu teilen. Ich freue mich auf unseren nächsten Einkaufsbummel zusammen. Bitte lass mich wissen, wann der nächste Flohmarkt ist. Ich möchte mit dir gehen. Ich werde den Zeitplan überprüfen und dich bald anrufen. Ich bin gespannt, den Markt mit dir zu erkunden. Super. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag, Liam. Bis bald. Dir auch, Mia. Hab einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Markt. Gut gemacht. Möchtest du dein Deutsch üben und flüssiger werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, damit du kein Gespräch verpasst. Bis zum nächsten Video.